In der muskuloskeletalen Sonographie und insbesondere auch in der Rheumatologie ist eine der wichtigsten Fragestellungen, hat ein Patient ein geschwollenes Gelenk oder nicht? Sprich, hat es Flüssigkeit im Gelenk oder nicht? Und dort, wo ich mit der klinischen Untersuchung nicht ganz sicher bin, ob es geschwollen ist, ob es Flüssigkeit drin hat, kann der Ultraschall weiterhelfen. Und sehr, sehr häufig sind die geschwollenen Gelenke oder die Beschwerden der rheumatologischen Patienten in den Händen. Das heißt, ich muss Ultraschall von den Händen machen bei unklarer Klinik. Und die Strukturen an den Händen sind sehr, sehr oberflächlich. Und das heißt wiederum, ich darf mit dem Ultraschall nicht zu fest drücken, weil sonst die Gefahr besteht, dass ich gewisse Flüssigkeiten wegdrücke. Das heißt, obwohl Flüssigkeit drin ist, sehe ich es nicht, weil ich mit dem Ultraschallkopf diese wegdrücke. Und in diesen Situationen brauche ich entweder sehr, sehr viel Gel oder ich kann alternativ mit dem Eisen Focus Pad Abhilfe schaffen. Gut. Also wir haben hier die Verpackung des Eisen Focus Pads, wie sie geliefert wird. Und im Prinzip ist schon überflüssig, dass ich überhaupt etwas zeige, weil alles ist hier schön beschriftet. Das heißt, ich sehe hier eine Anleitung, wie ich es auf dem Pad anbringen muss. Wir öffnen das direkt einmal. Schon das, es wird gezeigt, wo ich öffnen muss. Ich habe dann hier Gummibänder, die wir brauchen, und dann hier das eigentliche Pad. Das falte ich hier ein bisschen auseinander als Vorbereitung. Dann trage ich auf die Ultraschallsonde Gel rauf. Das braucht ganz wenig, ja. Schon ein bisschen im Unterschied zu der herkömmlichen Weise, wie ich Ultraschall mache. Und dann lege ich die Ultraschallsonde hier rein, versuche möglichst wenig mit Gel die Seitenflächen zu berühren, ziehe dann hier nach unten, adjustiere ein bisschen, schaue, dass es schön zu liegen kommt und lege dann das Gummiband noch oben drauf. Und hier ist wichtig, es muss relativ stramm sein, damit es später auch nicht verrutscht. Und das wäre es im Prinzip schon. Ich sehe es schön drauf, kann noch kontrollieren, ob es rutscht. Es rutscht ein bisschen, aber geht zurück in die Ursprungsposition und das wäre es im Prinzip schon. Ich benutze jetzt in diesem Fall nicht mal Gel, sondern einfach Flüssigkeit. Das kann im Prinzip jede Flüssigkeit sein. Jetzt in diesem Fall ist es Desinfektionsmittel. Ich mache den Standardschnitt des Handgelenks, der mir dann alle wichtigen Strukturen zeigt zur Beurteilung des Handgelenks, inklusive der Strecksehnen, um zu schauen, ob es Flüssigkeit drin hat oder nicht. Wenn ich jetzt hier demonstrativ im Querschnitt des Handgelenks schaue, sieht man, dass die Vene oben links im Bild sehr gut zur Darstellung kommt. Sobald ich Venen sehe, weiß ich, dass ich nicht zu viel drücke. Wenn ich jetzt hier übertrieben fest drücke, sehe ich, die Vene geht weg. Wenn ich hier ganz normal mit dem Eisenfokus Pad auf dem Ultraschallkopf sonografiere, kommt die Vene überall schön zur Darstellung. Und das nur mit ganz wenig Flüssigkeit. Ich kann auch die Vene in diesem Beispiel weiter verfolgen. Sie kommt überall gut zur Darstellung, aufgrund des wenig zu applizierenden Druckes. Dann zeige ich gerne noch eine andere Möglichkeit der Anwendung, und zwar bei der dynamischen Untersuchung, wo häufig auch das Gel dann verrutscht. Das heißt, der Patient bewegt Strukturen, dabei verrutscht das Gel und ich sehe dort, wo ich eigentlich etwas sehen will, nichts mehr, weil kein Kontakt mehr herrscht. Jetzt machen wir das hier auch nochmal, wo wir anschauen die Sehnenbeweglichkeit. Das brauchen wir in der Rheumatologie zum Beispiel bei einem Triggerfinger, zum Schauen, klemmt die Sehne unter dem Ringband ein oder nicht. Dann bewege ich hier die Sehne und sehe, obwohl der Finger beugt, sehe ich im Ultraschall
immer alle Strukturen, die ich auch sehen möchte. Eine andere Möglichkeit der Anwendung des Pads ist beim Nervenultraschall, und typischerweise in der Rheumatologie und in der Hand ist häufig eine Fragestellung, besteht ein Karpaltunnelsyndrom oder nicht. Im Karpaltunnel geht der Nervus medianus durch, den wir hier darstellen können, hier in diesem Bereich. Hier unten sind die Beugesehnen der Hände. Und es kann vorkommen, dass von den Beugesehnen Muskeln in den Karpaltunnel vorschieben, die dann zu einer Kompression führen. Ich kann dann auch wiederum hier dem Patienten sagen, er soll die Finger bewegen, schaue, gibt es Veränderungen, kommen Muskeln zur Darstellung im Karpaltunnel oder nicht. Das gleiche auch im Längsschnitt. Ich sehe den Nerv hier oben, wie er im Karpaltunnel verläuft, und unterhalb die Sehnen. Mit dem Pad ist es sehr leicht, diese Untersuchung zu machen. Ich brauche wenig Gel und habe trotzdem immer Kontakt zur Oberfläche der mich interessierenden Struktur. Eine andere Indikation ist der Gebrauch des Pads im Rahmen von Biopsien. In der Rheumatologie wird immer mehr Gelenksbiopsien durchgeführt. Man entnimmt Proben vom entzündeten Gelenk. Das macht man an verschiedenen Gelenken an der Hand, also an den kleinen Fingergelenken, an den Mittelhandgelenken, an den Handgelenken. Und wenn man hier schon sieht, das Relief ist nicht einfach gerade, sondern es ist unregelmäßig, und das macht es manchmal schwierig, unter sterilen Kautelen Proben zu entnehmen. Und ich kann zu diesem Zweck auch wiederum das Eisenfokus benutzen, dann mit einem sterilen Überzug. Ich demonstriere das auch hier nochmals. Und es wird bei den Biopsien immer standardmäßig Desinfektionsmittel verwendet als Überbrückung des Ultraschallkopfes zur Haut. Das heißt, hier kommt nie direkt Gel auf die Haut. Wie wir hier sehen, funktioniert das auch hier sehr, sehr gut. Ich habe einen Überblick über alle MCP-Gelenke und auch hier wiederum als Indikator, ob ich zu viel Druck ausübe, die Venen, die hier alle sehr, sehr schön entfaltet sind. Ich kann auch hier hin und her. Der Ultraschallkopf verliert den Kontakt nicht. Eine weitere Indikation kann sein die Verfolgung des Nervus ulnaris, und im Bereich des Ellbogens gibt es sogenannte Kubitaltunnelsyndrom oder manchmal auch, dass der Nervus ulnaris springt und springt über den Epicondylus medialis, und auch das kann ich hier darstellen. Das heißt, ich habe jetzt hier den Nerv mit dem Epicondylus, wieder mit wenig Gel und dem Eisenfokuspad, und bitte dann den Patienten den Ellbogen zu strecken. Eine dynamische Ultraschalluntersuchung. Ich sehe, der Nerv bleibt an Ort, dann wieder zurück. Auch hier sehe ich, es springt nicht, dann wieder zurück. Und nochmals. Das heißt, ich verliere nie den Kontakt und kann so optimale Bilder generieren. Das Pad im Prinzip einfach der umgekehrte Weg von vorher. Das heißt, ich beginne mit dem Gummiband und nehme dann das ganze Fokuspad weg und kann dann die ganze Sonde kurz reinigen und fertig.